Und was heißt hier überhaupt raus aus dem grauen Alltag? Wieder reißt mich der Wecker mitten in der Nacht aus dem Bett. Der Himmel ist auch noch grau und grau. Genau wie meine Stimmung. Ja, und dann ist auch noch die Bahn so voll. Ey, was soll heute eigentlich noch passieren? Es regnet. Und vermutlich komme ich auch noch zu spät. Ach, verdammt, und heute muss auch noch dieses Projekt fertig werden. Und plötzlich fällt mir wieder dieser Spruch ein. Und ist der Himmel noch so grau, schau einfach Richtung Himmelblau. Oh, Junge, ich fühle mich hier schon wie bei DDR One, ne, wo der immer über den Kopf da von dem Eisbären immer so. Wupp. Wenn das so wäre, dann wäre jetzt hier Wein drin. Das stimmt. Wo ist überhaupt mein Glas? Ich habe eins, das ist alles was. Aber die sind. Aber wann haben wir die das letzte Mal abgewaschen? Oha, ja, die sehen. Mach schnell was rein, dann sieht man den nicht Dreck gut aus. Außerdem ist es echt auch saukalt hier im Auto. Es sind mittlerweile 7 Grad. Vorhin waren es draußen 3 und hier drinnen 4 Grad. Ja. Und ihr fragt euch, was machen die denn da schon wieder? Es ist Zeit für eine zweite Runde Nüsschen und Wein. So sieht's aus. So. Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Und zwar zu Nüsschen und Wein. Und bevor es hier jetzt Nüsschen und Wein gibt, brauche ich auch erstmal ein Glas. Ja, dann. Ich kann leider hier nicht. Ich muss mal kurz ins Bild springen, das geht ja natürlich so nicht, ne? Habe ich hier keinen Snacktüten? Ja. Brauchst du noch einen Becher? Ne, Becher haben wir. Ich hab schon. So, guck mal, wie sieht's mal. Ja, guck mal, meins sieht gut aus. Ja. Da ist wohl eins gut abgewaschen und eins nicht, ne? So sieht es aus. Ja, jetzt habt ihr euch für dieses Video entschieden und fragt euch die ganze Zeit, ja, aber warum? Was machen die denn da? Wir Schleichwerbung machen, also für die Leute, die uns das erste Mal angeklickt haben, die sind jetzt ein bisschen irritiert, weil die einfach zwei etwas in die Jahre gekommene Menschen sehen, die naja gut, okay, dann einen, die in ihrem selbst ausgebauten Camper sitzen und übers Leben philosophieren, aber das machen wir heute nicht, sondern wir wollen einen kleinen Revue-Abend, genau. Revue-Abend machen. Marco tanzt für euch gleich. Richtig? Das wird super. Ja, und Gesang. So sieht's aus. Nee, wir wollen natürlich unsere
Reise ein bisschen Revue passieren lassen. So wollte ich sagen. Ne? Denn auch für alle, die uns noch nicht eingeklickt haben, macht das doch mal. Wir sind mit unserem selbst ausgebauten Camper durch Europa gefahren. Aber wir wollen noch mal kurz anfangen. Jetzt wird mir auch ein bisschen warm übrigens. Nee, das sind 8 Grad. Ja. Unter 10 Grad läuft hier nicht. Ne? Kein Wein gekriegt und hier Genau. keine Nüsse und mir wird trotzdem schon warm. Naja. Apropos Wein. Ja. Was Ich haben wir bin denn dabei. heute für einen guten Tropfen? Ich wusste ja gar nicht, dass im Wein unter anderem auch tierische Eiweiße drin sein können. Deswegen steht manchmal vegan drauf Ja. und meistens nicht. Ja. Die brauchen nämlich diese tierischen Eiweiße, um die Schwebstoffe aus dem Wein zu bekommen. Wir haben jetzt einen veganen Wein. Ein Merlot, Ja. und zwar Demeter. Und einen Nüsse-Mix. Also so alles mögliche. Ist das ein Asia oder was ist das Gewürz? Ich habe Einmal Rauchmandeln. Rauchmandeln und einmal einfach so einen gesalzenen Nüsse-Mix. Da sind auch ein paar Pistazien mit drin. Ich habe früher immer total gerne Pistazien Ich gegessen. mochte nur meinen Vater. Naja, Kannst du die genau. mal bestellen? Ja, wir sitzen hier in einem wunderschön ausgebauten Auto. Das war natürlich nicht immer so. Wir hatten ja ursprünglich mal die Idee, die Panamericana zu fahren, und zwar mit einem Wohnmobil. Wir haben ein Wohnmobil gesucht und wollten mit dem Wohnmobil dann von hier aus verschiffen nach Kanada. Beziehungsweise hatten wir auch überlegt, ob wir da eins mieten, aber das war dann irgendwie Das ist zu teuer. relativ. Oder dort eins kaufen, hatte ich auch kurz überlegt. Ja, und da hatte ich ein bisschen Angst, wer weiß, was du dann kriegst und wo du dann überall liegen und stecken bleibst. Deswegen haben wir hier auf dem Markt mal geguckt, ob wir irgendein Wohnmobil finden, was uns begeistert, Also ein fertiges. ein fertiges. Und man kann relativ schnell sagen, haben wir nicht gefunden. Nee, relativ schnell nicht. Wir waren, glaube ich, 3-mal auf der Karawan. Also ich Das stimmt. 2-mal mit dir zusammen und du einmal alleine, weil ich mit Baby zu Hause. Das stimmt. Und Aber wir- wobei, da wollten wir jetzt keinen Wagen kaufen, sondern wir wollten ja einen Gebrauchten kaufen. Na, wir haben auch geguckt dort vor Ort. Aber die waren alle, also die uns gut gefallen haben. Die waren jenseits von Gut und Böse. Danke CS Mobile. Ja. Also Aber man muss auch sagen, jenseits von Gut und Böse, auch damals war der Gebrauchtwagenmarkt schon echt übel. absolut. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich bin ja gelernter Tischler. Und wenn du als Tischler in so ein Wohnmobil reinkommst und gerade bei den selbst ausgebauten und du guckst dir so ein Möbel an und denkst so viel Geld wollen die für dieses bisschen Papa haben? Ich hatte andere Probleme immer. Also die meisten sind halt nicht für 3 Personen ausgelegt. Das stimmt. Also für Familien fast nie. Ja. Und wenn, dann hast du eigentlich nur Schlafplätze. Also es ist super eng, wenig Stauraum. Ja, und ja, das mit dem Schlafen fand ich auch immer doof. Also man musste trotzdem noch relativ viel umbauen. Und wir haben nach unserem T5 gesagt, was wir auf keinen Fall wollen, wenn wir einen Camper haben, dass es irgendwie kompliziert ist mit den Betten, die zu bauen, die zu machen. Das muss einfach gehen, das muss schnell gehen, das muss einer alleine machen können zur Ja. Not. Da hatten wir keinen Bock drauf. Und da Ja. gab's nix. Und vor allen Dingen in der Zeit, da hatten wir Lotti schon, als wir unseren T5 noch hatten. Aber da haben wir abends immer draußen gesessen, damit Lotti drin schlafen kann. Ja, Und wir bei hatten so ein dem- Vorzelt, das mussten wir immer hier noch ranbauen. Also nicht Ja. an diesen, sondern an den T5. So ein selbstaufblasendes, das war eigentlich ganz cool. Mhm. Aber irre aufwendig, alles aufzubauen und dann innen alles so hinzuschieben, damit die Lütte dann abends ins Bett konnte und wir noch in Frankreich schön den Rotwein gesüffelt haben. Mhm. Und ja, das konntest du ja nicht im Auto machen, wenn da schon ein Baby schläft. Genau, deswegen Aber- haben wir bei dem jetzigen Bus auch gesagt, wir wollen eigentlich 3 Räume in einem Auto haben, was eigentlich Naja, aber unglaublich, wir unfassbar waren ja jetzt unmöglich gerade ist. bei der Suche und da haben wir dieses 3 Räume in einem auch noch gar nicht so. Naja, das hat aber sich entwickelt. wir haben schon geguckt, wie kriegen wir es hin, dass Lotti im Auto schlafen kann und auch Und wenn wir es auch drin regnet sein und wir dürfen. auch drin sein müssen, dürfen können. Weil wir haben, also das Schlimmste war ja, wo wir draußen im Schlafsack gesessen haben, gefroren haben. Echt mieses Wetter war. Das sind Und- da hatten wir die Schlafsäcke schon, die wir jetzt auch mit hatten. Ja, Und da konnte man unten sozusagen den Fußbereich auch nur aufmachen. Ja. Und dann haben wir das wie so eine Jacke von unten einmal so hochgezogen und saßen dann draußen wirklich frierend.
Weil wir noch nicht schlafen gehen wollten. Übrigens einer der besten Käufe, die wir gemacht haben. Diese Schlafsäcke, die sind einfach unglaublich mega geil. Wir benutzen die. Ich verlinke die unten nochmal, falls es Wir benutzen die jetzt auch gerade zu Hause. Das stimmt. Weil wir haben gesehen, unsere Bettwäsche ist kaputt. Und ich habe es noch nicht geschafft, neue zu bestellen. Und deswegen haben wir oben jetzt einfach in unserem normalen Bett immer noch unsere Schlafsäcke liegen. Ja, aber die sind aber cool. Ja, also, die sind gut. Und außerdem denke ich mir manchmal so, ey, warum soll ich mir denn immer eine Decke und noch extra so einen Bezug? Weißt du, so einen Schlafsack wie wir haben, den kannst du... Weil den schmeißen wir, wenn er dreckig ist, natürlich auch einfach mal kurz in die Waschmaschine. Und zwar komplett. Komplett. Ne? Also für mich gefühlt einer der besten Käufe. Definitiv, gar keine Frage. Mhm. Naja, du warst eigentlich gerade bei stehen geblieben, dass wir keinen fertigen gefunden haben. Und wenn ab 100.000 Euro. Ja. Und dann... Für sehr viel Geld. War da dieser Tag, wo Marco und ich uns ein bisschen Wellness gegönnt hatten und in die Sauna gegangen sind. Und Lotti war, ich weiß nicht, Babysitterin oder bei der Oma. Ich weiß gar nicht mehr. Und ja, wir haben dann da so uns entspannt. Und Marco hat dann... Also wir wollen jetzt auch gar nicht so tief ins Detail gehen. Wir haben halt einfach ein Auto gesucht, was ein Allrad hat. Das ist extrem schwierig. Wer sich dafür interessiert, das wisst ihr selber. Wir haben es per Zufall gefunden. Das war wirklich eine Glückssache. Aus Glück haben wir ein Auto gefunden und dann haben wir gesagt, wir bauen selber aus. Ja. Ne? Und dann habe ich mich rangemacht, halt zu planen. Und wir haben parallel schon angefangen, auch auszubauen. Also ich habe gezeichnet und wir haben aber schon angefangen, dann halt so... Materialien zu bestellen, die Wände zu dämmen, den Boden zu machen und so. Was eigentlich verrückt war, also wir hatten eigentlich noch gar nicht so richtigen Plan, aber haben schon mal Sachen bestellt. Genau. Das ist meistens gut gegangen, aber manchmal gab es auch Sachen, die dann nicht benutzt wurden. Ne? Genau, denn wir hatten ja einen Plan. Ja. Wir hatten eine vordefinierte Zeit, also wir wussten, wie lange können wir ausbauen und wann wollen wir los. Genau, nur das Wie ausbauen wussten wir noch nicht. Das Wie wussten wir nicht, aber wir wussten, wann wir los wollten. Ja, wir wollten 2020 im Juni, am 1. Juni oder Anfang Juni, das Auto nach Kanada oder USA verschiffen. Mhm. Und also wir haben das so weit im Voraus schon alles geplant gehabt. Also eigentlich stecken da mindestens 3 Jahre Vorbereitung drin. Genau, weil auch das nochmal ein Punkt. Ne? Viele von euch sagen ja immer, ja gut, das ist ja jetzt auch nicht so easy peasy, dann mal ein Jahr Auszeit zu nehmen und loszufahren. War es auch für uns nicht, denn wir haben eigentlich 3 Jahre im Vorfeld geplant, wir haben ein Auto gesucht, wir haben eine teure Wohnung gekündigt und sind in eine günstige Wohnung gezogen. Also wir haben halt auch unsere Wohnsituation verändert. Wir haben die berufliche Situation verändert. In der Zeit habe ich persönlich viel mehr gearbeitet. Susi hat gearbeitet und sich zusätzlich noch um Lotti gekümmert. Also es war halt einfach extrem viel, was wir so nebenbei halt noch auf der Schippe hatten. Ne? Genau, also ich fand, das war zeitweilig echt anstrengend. Mhm. Also weil, so wie du gesagt hast, du warst manchmal so ein bisschen hier allein mit Auto und allem, musstest eigentlich alles dir selber beibringen, ne? Und ich konnte dir nicht immer, also eher selten helfen, weil ich nämlich Haushalt und Kind komplett gemacht habe. Genau. Und auch noch meinen Job hatte, 30 Stunden. Und ich Job, Busausbau und noch YouTube-Kanal, was ja dann auch noch irgendwie ganz gut Also wir waren echt, ne? Und Familie wohnt jetzt auch nicht ums Eck, dass da immer einer einspringen kann und Lotti irgendwie mal nimmt. Also ja, klar, auch mal, aber jetzt nicht so spontan, ne? Ja, zum Ende raus, als es ein bisschen knapp wurde, da haben wir ja gesagt, ey komm, weißt du, wir fahren jetzt nach Schwerin, bleiben ein bisschen länger in Schwerin, weil was ich nie wieder machen würde und was halt einfach echt eine Herausforderung war, ich habe es total unterschätzt, wie schwierig das ist, so ein Auto auf der Straße auszubauen. Also nicht nur, dass du halt beschissenes Wetter hast, du hast es kalt, windig, Regen, also man ist sehr abhängig von den Temperaturen, sondern man braucht auch sehr lange dafür. Also dieses ganze Werkzeug erst wieder zusammenzusuchen, zu wissen, wo hat man das Teil am Abend vorher hingepackt, alles wieder aufzubauen und so. Also das hat extrem viel Zeit in Anspruch genommen. Deswegen haben wir halt gesagt, wenn wir zum Juni fertig sein wollen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als nach Schwerin zu fahren, weil dann kann nämlich Omi die Lotti nehmen und wir können uns voll Power um das Auto kümmern. Genau, weil also bei mir war das so, ich hatte Elternzeit nochmal eingeplant, Arbeitgeber hat Gott sei Dank
zugestimmt. War ja das zweite Mal Elternzeit mit Lotti. Und ich sollte dann bis einschließlich April arbeiten. Und April 2020, hätten wir hier die Wohnung soweit leergeräumt für unseren Untermieter und wären dann mit Bus und mit den Sachen, mit denen wir dann losfahren wollten, nach Schwerin und hätten dort die letzten 4 Wochen uns komplett auf die Reise vorbereiten können, während Lotti eben mit Oma und Opa noch ein bisschen Betreuung hat. Das war der Plan in 2020, also Anfang bis wann hatten wir den Plan gehalten? Bis April 2020, eigentlich ne? noch bis tief in den April. Ja. Also, weil für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, es kam dann plötzlich ein Virus aus China, der hieß Corona. Und das hat natürlich auch uns in der Planung erstmal irritiert. Und am Ende auch ein bisschen umgehauen. Du bist ja süß. Am Anfang hat es uns noch irritiert. Da haben wir gesagt, okay, da kommt jetzt irgend so ein Virus von China. Nee, wir haben das nicht ernst genommen. Wir haben gedacht so, ach komm, China, so weit weg. Ja, ganz genau. Die Chinesen. Ja. Ich habe mal ein halbes Jahr dort gelebt. Ne? Also ein bisschen was weiß ich über China. Aber ich habe mir das nicht vorstellen können, was das für Ausmaße annimmt. Nicht annähernd, überhaupt nicht. Als es losging hier im März, haben wir unsere Taschen gepackt für so, weiß nicht, verlängertes Wochenende und sind dann nach Schwerin und dachten, ach naja, wir sitzen das da ein bisschen aus. Ne? Also, verlängertes Wochenende. Wir sind dann, ohne hier nochmal ranzufahren, in Schwerin fast 7 Wochen geblieben. Also bis in den April dann rein. Und haben die ganze Zeit gesagt, ja, wir machen das trotzdem, wir schaffen das, wir fahren los, das wird schon irgendwie, kein Problem. Wir hatten ja auch noch nichts gebucht, weder Flüge noch die Verschiffung, gar nichts. So, also wir haben auch irgendwie rumgesponnen, ach, dann fahren wir hier erstmal ein bisschen rum, da wird es ja auch wärmer, bla bla. Nee, aber es hat sich nichts geändert, es ist nichts besser geworden, man konnte nichts planen und dann im April haben wir das dann aufgeben müssen und sind dann wieder zurück nach Hamburg und es kam kein Untermieter. Wir sind nicht losgefahren. Ich habe meinen Job weitergemacht. Und wir hatten auf einmal sehr viel mehr Zeit zum Bus ausbauen. Und fairerweise muss ich auch sagen, ich glaube, ich habe auch diese Zeit, die wir gewonnen haben, ausgenutzt. Also ich habe mir für einige Sachen auch ein bisschen mehr Zeit gelassen. Klar, der Umstand, hier draußen vor der Tür zu bauen. Weißt du noch, wie das Auto dann im März oder April aussah? Du kannst ja mal ein Video verlinken aus der Zeit. Stimmt, ich zeige euch nochmal, wie das im März aussah. Mein Gott, wir wären niemals fertig geworden. Was haben wir uns da eigentlich gedacht? Ja. Also müsst ihr euch mal angucken, ist irre. Also wir waren wirklich noch sehr weit von dem hier entfernt. Mega weit. Das stimmt. Schluss damit. Ja, der Bus sah in der Tat im März noch relativ unfertig aus. Und viele haben auch in den Kommentaren geschrieben, aber wie habt ihr das denn hier direkt vor diesem Riesenhaus gemacht? Mit den ganzen Nachbarn haben die sich nicht beschwert? War das nicht irgendwie total schwierig? Ganz ehrlich, Leute, das Schwierigste war, hier auch zum Arbeiten zu kommen. Ne? Oh Mann, ey. Ich war hier Kommunikationspunkt. Es hat so viele Leute interessiert, was wir hier im Auto machen. Es hat so viele Leute interessiert, wie der Stand der Dinge ist. Die sind hier angekommen, haben mich zugetextet. Aber du hast mitgemacht. Ja. Ne? Also jetzt nicht so, dass du... Nee, ich bin ja auch eher so ein zurückhaltender und schüchterner Typ, der halt ungerne viel quatscht. Ja, ne? Also genau. das ist ja... Aber wir haben auch sehr viele alte Leute hier in diesem Wohngebiet, also auch bei uns im Haus. Und die haben sich immer über einen kleinen Snack hier am Auto gefreut und gefragt halt. Ne? Ich hatte schon überlegt zwischenzeitlich, ob ich das mit der Stadt Hamburg abrechne, ne? Als Betreuungskosten. Ja. Nee, das war schon süß. Also, ja. Es war wirklich... Also du warst dann teilweise so, dass immer, wenn ich oben aus dem Fenster geguckt habe, ich habe ja Homeoffice gemacht, und dann war ich in der Küche und habe Mittag gemacht und so. Und immer, wenn ich rausgeguckt habe, war der Typ am Quatschen. Ich habe dann teilweise auch mal einen Spruch gemacht, runtergebrüllt so. Ne? Aber wir hatten auch süße Momente hier. Ne? Irgendwann kam Susi dann mal mit so einem Picknickkörbchen an und dann haben wir hier auf der Baustelle halt Picknick gemacht. Ja, ne? aber das hatte auch praktische Gründe, weil Marco hat ja eben schon gesagt, also das Nervigste war ja immer dieses alles zusammenräumen müssen. Ne? Wenn du jetzt mal kurz hoch willst und du stehst hier unten alleine, dann musst du ja das ganze Werkzeug
einräumen. Kannst ja nicht liegen lassen. Kannst du schon, aber kannst danach neu kaufen. So, und dann habe ich da manchmal Picknickkorb gepackt. Alles so in Tupperdosen, bin hier runter, dann haben wir die Stühle rausgeholt und haben dann hier vorm Auto Lunch gemacht. Haben wir ein Lunchdate gehabt. Ja, ihr könnt euch gar nicht glauben, wie glücklich ich war während dieser Bauzeit, als es plötzlich eine Trockentrenntoilette hier im Auto gab. Was hast du denn vorher? Naja, lassen wir das. Ja. Ja, okay. So sieht das aus. Ja, genau. Und ich glaube, alle, die diese Videos nicht kennen, es ist eine Menge passiert, es ist eine Menge in die Hose gegangen, es sind viel Tränen geflossen, es ist ein bisschen Blut geflossen. Aber nur bei dir. Es ist ganz viel Liebe in diesen Busausbau geflossen. Also es war eine ganz verrückte Zeit, vor allen Dingen, als ich dann nicht mehr gearbeitet habe, sondern komplett Vollzeit diesen Bus ausgebaut habe. Marco hat ja gekündigt für die Reise. Genau, wir hatten halt irgendwann den Punkt, dass wir auch gemerkt haben, oh, okay, wenn wir das jetzt wirklich machen wollen, also erstens wusste ich auch, dass mein Arbeitgeber zu so einem Projekt nicht so positiv gestimmt wäre. Nicht so wie meine. Nee, ne? also es wäre nicht so einfach gewesen. Ich habe es nicht wirklich probiert, aber ich glaube, das wäre nicht gegangen. Und zusätzlich war es halt auch so, dass wir halt natürlich irgendwann gemerkt haben, okay, Busausbau nimmt, wenn man es ordentlich machen will, auch ein bisschen Zeit in Anspruch. Naja, vor allen Dingen, du hast ja nicht nur den Busausbau gemacht. Das hat ja allein durch die ganzen Aufnahmen, die Videoaufnahmen, mal eben doppelt so lange gedauert hier. Und dann abends auch noch Videos bearbeiten, beziehungsweise die Planung noch 12.000 Mal umstellen, weil man beim Bauen gemerkt hat, tagsüber, das funktioniert ja gar nicht. Ja. Dann hast du an dem Modell noch rumgebastelt, an dem 3D-Modell. Es ist keine normale Baustelle. Also es hat einfach Einfluss auf alle Lebensbereiche gehabt. Ich wurde neulich mal angeschrieben, also ich weiß, es gibt viele von euch, die auch Bus ausbauen und die sich dafür sehr interessieren. Und ich kriege auch mittlerweile relativ viele Anfragen, ob ich nicht beim Busausbau helfen kann, Busausbau machen kann oder ob ich nicht einfach die Pläne von diesem Auto zuschicken kann. Und man muss mal sagen, also im Laufe dieses Bauprozesses hat sich hier so viel gewandelt. Wir haben so viel noch hin und her geschoben und gemerkt, okay, aufgrund dieser Bauform ist dann doch alles nicht so richtig 100% planbar. Und hier ist auf jeden Fall eine Menge auch spontan passiert. Also wir haben viel einfach auch an die Situation angepasst. Ja. Also klar, der Grundriss und so stand, aber einen Plan gab es in dem Sinne nur auf dem Papier. Aber das ist weit davon weg. Progress. Ja, Work in Progress. Genau. Ja, aber irgendwann hatten wir dann den Punkt, ne? Dann hatten wir das Auto fertig und haben halt überlegt, jetzt können wir mal losstarten, ne? Also ganz so spontan war es jetzt auch nicht. Also Corona hat uns ja richtig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Panamerikaner mussten wir ad acta legen. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Und wir sind ja dann zurück nach Hamburg, haben dann gesagt, okay, vielleicht im Herbst. Im Herbst haben wir gesagt, vielleicht nächstes Jahr. Und mein Arbeitgeber hat dann irgendwann gesagt, du Susanne, aber im Januar 21 müsstest du jetzt deine Elternzeit nehmen, nochmal schieben geht nicht. Mhm. Also schon mal super kulant gewesen, aber ja, da wussten wir, okay, wir müssen im Januar los und dann haben wir überlegt, wo kann man denn im Januar mit einem Camper hin? Und noch dazu zu Corona-Zeiten, ne? Also es war ja ohnehin, dass alle Länder auch um Deutschland herum auch relativ schwierig waren. Also es war jetzt auch nicht so, dass man hätte sagen können, komm, dann fahren wir alternativ halt nach Montenegro oder so. Was ist hier los? Nee. Mehr Alkohol. Ja, aber ich hatte so langsam auch so einen Corona-Koller, ehrlich gesagt, und habe gesagt, also meine Auszeit beginnt im Januar und ich will raus aus Hamburg, ich will am besten raus aus Deutschland, war ja wirklich alles dicht. Und dann habe ich so einen verrückten Vorschlag gemacht. Es war eher so ein Friss oder stirb. Ne? Ich habe gesagt, Mexiko oder Sansibar. Oder ich dreh durch. Ich hatte 3 Alternativen eigentlich. Mexiko, Sansibar oder Susi dreht durch. Genau. Was hättet ihr genommen? Ja, und dann haben wir das Auto stehen gelassen und sind erstmal für 3 Wochen nach Sansibar. Lotti fand's mega, die redet noch heute davon, unglaublich.
Und dann haben wir vor Ort sogar nochmal 3 Wochen dran gehängt, weil hier der Lockdown irgendwie kein Ende nehmen wollte. Ja, wir haben irgendwie jeden Abend immer brav Mutti angehört im Fernsehen und haben gehört, wie die Situation in Deutschland ist. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ich habe übrigens auch da noch gearbeitet. Ja. Ich habe einen Laptop mitgenommen und so und auch Das stimmt. für mich war es einfach eines der schönsten Homeoffice-Plätze. Das stimmt. Kennt ihr schon unsere Sansibar-Videos? Wenn nicht, Boah, angucken. Also es ist wunderschön, aber es ist auch echt herzzerreißend. Wirklich, was da los ist. Guckt es euch mal an. Ist wirklich, ja. naja. So, Und dann, an der Stelle nochmal, das muss man jetzt nochmal sagen, weil auch viele von denen gucken natürlich zu. Liebe Grüße nach Sansibar. Wir haben ganz viele und tolle Freunde dort gefunden und kennengelernt und ja, es war toll. genau. Es fühlte sich immer nach der richtigen Entscheidung an, das zu machen. Ja. Und im Nachhinein sowieso. Und nach 6 Wochen sind wir wiedergekommen und haben gesagt, so, jetzt aber Sachen packen. Du hast die letzten Sachen am Auto gemacht. Ich habe hier eingeräumt, ich habe die Wohnung eingeräumt, ich habe das Auto eingeräumt. Und dann sind wir los, ne? Wohin sind wir dann? Genau, es war Anfang März sind wir, ne? Nee, Mitte? April. Anfang April sind wir. Den März Nee, haben die wir hier erste noch Tour? umgewurstelt. Ach so. Und im April sind wir. Ja, okay, im April sind wir los. Ja, das kann sein. Ja, stimmt. 1. April? Nein, doch, 1. April-Scherz sind wir los. Irgendwie so, ne? Ja, das kann sein, ja. Genau, und ich hab Susi halt einfach irgendwie jetzt natürlich auch was Tolles bieten wollen. Hab gesagt, ach Susi, komm, wir fahren in den Süden. Und ich so, Das wird großartig. in Süden? Klar, La Dolce Vita. Hey, Ganz genau. Wir sind in den Süden von Hamburg gefahren und zwar erstmal in die Lüneburger Heide. Ja. Und ganz ehrlich, wenn man als Hamburger nicht, also wenn man primär eher ans Meer fährt und selten Ich war da noch nie. so, ich war da auch noch nie. Ja, also Ne? insofern, Ist das ja, verrückt er hat mir irgendwie? was geboten, aber es war halt anders, Ja. als ich mir den Süden vorgestellt Ja, hatte. sicher. Ja. Aber Heidschnucken und so. War schön da. War wirklich schön. Also für alle, ne, die Lüneburger Heide nicht kennen, war schön da. Ja, und dann sind wir, Und vor allen Dingen, und das nochmal ganz kurz, war schön da, weil wir die erste Nacht im Camper geschlafen haben. Völlig wahnsinnig, völlig verrückt gemerkt haben, boah, ist das geil. Wir haben so unglaublich gut in diesem Auto geschlafen. wir hätten noch einen geilen Stellplatz. Und wir hatten auch noch einen super geilen Stellplatz. Es war einfach, also als Es war kalt, aber erste Tour war es einfach unglaublich Ja. toll. Also das war wirklich, die erste Nacht war großartig. Und man sagt ja immer, das Wichtigste ist die erste Nacht. Ihr wisst schon. ja. Naja, genau. Und dann sind wir nach Hannover, ne? Genau, sind wir nach Hannover. Ein Freund von mir wohnt in Hannover. Liebe Grüße an Ali. Ich hoffe, du schaust das. Wenn nicht, ne? Kostet Bier. Genau, und dann haben wir noch einen Kumpel besucht und sind dann von dort in den Deister gefahren. Aber als wir da waren, da meinte unser Kumpel noch, Leute, wisst ihr eigentlich, wie schwer euer Auto ist? Weil der hat nämlich auch einen Mercedes Sprinter und hat auch ein Gewichtsproblem. Und deswegen meinte er zu uns, fahr doch mal auf eine Waage. Und dann dachten wir, ja gut, dann fahren wir auf eine Waage, weil wir wussten ja theoretisch, wie viel Zuladung wir hier haben und hätten jetzt nicht gedacht, dass Unterhosen so schwer sind oder so schwer sein können. Wir sind dann in der Tat in Hannover auf eine Waage gefahren und haben halt festgestellt, nachdem wir im Deister waren, weil da haben wir erstmal kurz entspannt, haben dann festgestellt, 120 Kilo zu viel. So, und dann, da gibt's auch ein Video zu, da könnt ihr ja nochmal anklicken, also Dramatik pur und so. Wir wussten nicht, ob es weitergeht. Habt ihr wahrscheinlich eh schon gesehen. Genau. Also sind wir nochmal nach Hamburg und haben nochmal ein bisschen am Auto rumgebastelt. Warte mal, du lässt da einen Teil aus. Es war. Ich versuche jetzt hier auch nicht die ganze Geschichte ausführlich zu erzählen, sonst sitzt ihr alle Das noch war wieder übermorgen. so eine Situation, wo ich gesagt habe, gib mir einfach die Flasche Wein. Es war, also, ne? Ja, Stellt euch vor, Panamerikaner läuft nicht. Du kommst erst gefühlt ein Jahr später los. Dann geht's dann endlich los, ne? Und dann sagt dir dein Mann nach einer Woche oder so, du Schatz, wir müssen jetzt doch noch mal nach Hause. Ja, aber hilft ja nichts. es ne? war nicht so einfach. Wir mussten diskutieren und ich musste Susi davon überzeugen, dass wir in der Theorie darfst du in Deutschland ja 5% Übergewicht haben und so. Und wir haben die ganze Zeit nochmal im Netz geguckt.
Mit Auslasten. Genau, was sind die Vor- und Nachteile, was können wir jetzt machen? Sollen wir einfach so fahren? Kommt überhaupt irgendwer? Übrigens, kleiner Side-Fact. Da ist nie einer gekommen. Aber das ist ja auch ein anderes Thema. Nee, eigentlich, kennt ihr das? Eigentlich wisst ihr schon, dass ihr da nicht drum rumkommt. Aber ihr versucht trotzdem nochmal so andere Lösungen zu finden. Aber eigentlich wisst ihr schon, nee. Ja. Nee, ja. Und so hat sich das angefühlt. Naja, wir sind dann nach Hause. Du hast Sachen abgebaut. Wir haben mal wirklich alles gewogen und haben auch gesagt, Mann, warum haben wir das nicht vorher gemacht? Das ist eigentlich total doof, ne? Also, ey, wiegt mal bitte eure Sachen, die auch mit ins Auto sollen. Wiegt Ja, euch, so, wiegt eure Sachen. ihr nehmt irgendwie gefüllte 10 Unterhosen mit, packt die mal auf die Waage. Ja. Definitiv. Also Ne, es das ist halt, ganze Küchenequipment, was müssen mich, es 3 Quirle sein, reicht vielleicht eine. was mich total geflasht hat, ist, wir sind ja beides Wassersportler. Wir machen ja beide total gerne Wassersport, egal ob Surfen oder Kiten oder was auch immer. Ich war so baff, was unser Sportequipment wiegt. Also unglaublich, ne? Allein die Kites, die haben ja 17 Kilo, 16, 17 Kilo gewogen. Wo du denkst, ey, die Dinger schweben oben in der Luft, ne? Ja. Und dann wiegen die halt irgendwie Ein Rucksack übertrieben mit Rucksack und so weiter und so fort knappe 20 Kilo. Da Ja. denkst du doch, das kann doch nicht sein. Ja, also das ist echt, das müsst ihr ernst Es sammelt sich. Das müsst ihr ernst nehmen, wiegt es zwischendurch. Ich meine, bis der Ausbau nicht fertig ist, kannst du halt schlecht schätzen, was es wird. Aber also das hätte man vorher schon besser machen können, glaube ich. Mit dem Wiegen. Keine Frage. Ja. So. Keine Frage. Naja, dann hatte das Auto Idealgewicht. Idealmaße hatte es ja schon. Leider nur das Auto, ne? Ja. Dich konnten wir ja nicht zu Hause lassen. Zur Gewichtseinsparung. Also hätten wir schon, aber wäre nur halb so lustig geworden natürlich. Natürlich. Ja. Ja, und dann sind wir aber wirklich los. Und dann haben wir aber auch richtig das erste Ziel, das war Bombe. Florian, lieben Gruß. Nach Ahrensburg. Weiter sind wir nicht gekommen am ersten Tag von Hamburg nach Ahrensburg. Könnt ihr mal googeln, wenn ihr Ahrensburg nicht kennt. Wisst ihr, es gibt so Momente im Leben, da denkt man immer, ja, irgendwann fahren wir da mal hin. Ne? Wenn wir mal Zeit haben, fahren wir da mal hin. Ne? Ja. So, ist halt ein sehr guter Freund von mir und der hat sich ein Haus gekauft. Und wir hatten aber so viel selber um die Ohren. Wir mussten uns so sehr mit uns selber beschäftigen, mit unserem Leben, mit Arbeit, mit Geld verdienen, mit Busausbau, mit Wir waren Leute halt nie bespaßen. vorher da. Nee, wir hatten einfach nicht die Zeit dafür. Ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich. Man ist so fokussiert auf was. Du hast einen festen Termin, du weißt, wann du los willst, du hast noch so viel auf der Kante und dann sagst du, okay, das irgendwann mal. Naja, und das war genau dieser irgendwann. So, wir sind dann halt einfach mal zu Besuch dahin gefahren. Ja. Und das war sehr toll, sehr spannend, irgendwie, weil die Kinder so gut harmoniert haben, die haben Spaß gehabt. Wir haben eine Menge Spaß gehabt, wir in der Küche gesessen und wir haben viel über das Leben philosophiert, weil es halt einfach ein komplett anderes Leben ist, wenn du dir in Hamburg hier irgendwie für 700 oder 800.000 Euro ein Haus kaufst oder ob du dir einen Camper kaufst, den ausbaust und Das war echt, deinen Fokus verlagerst. das war richtig Kontrastprogramm. Also die hatten sich gerade in Ahrensburg ein Haus gekauft für die Familie, sesshaft werden. Und wir waren gerade mit unserem Camper gestartet und wollten ein Jahr lang so leben. So sieht's aus. Ja, das war, aber es war trotzdem sehr, sehr schön. Wir sind am nächsten Tag auch irre später erst losgekommen. Also Lotti, wenn es nach Lotti gegangen wäre, wären wir eine Woche da geblieben, mindestens. Und ja, das sollten wir wiederholen, ne? Weil das ist halt, das gehört auch irgendwie, gehörte bei uns dazu. Es ist wirklich sehr viel Zeit in dieses Projekt geflossen und darunter haben auch, also nicht Freundschaften gelitten, aber wir haben halt Freunde nicht so viel gesehen wie sonst, so, weil wir halt hier. Doch, da haben auch Freundschaften drunter gelitten und da haben auch Verabredungen drunter gelitten und da hat auch viel anderes drunter gelitten. Das kann man schon so sagen. Also wenn man das gerade, wir waren immer neidisch auf die Leute, die gesagt haben, naja, wir bauen hier so ein bisschen einen Bus aus und irgendwann fahren wir damit mal los. Ja. Bei uns war halt die ganze Deadline, Zeit immer ne? eine Deadline. Ja, das stimmt. Und das... Und dann am Wochenende, ne, also in der Woche hat ja eh immer keine Zeit, also mit Familie sowieso nicht. Und dann hast du nur das Wochenende und am Wochenende, ja, haben wir dann hier Busausbau Gar keine Frage. primär gemacht. Beziehungsweise ich dann Haushalt geschmissen
Und Lotti bespaßt, das ist auch alles, darf man nicht vernachlässigen, mit einem Kind, vielleicht auch mit zwei, ich weiß es nicht, aber mit einem Kind ist es halt auch nochmal ein anderes Tennis. Ne? Ja. Also man hat auch nochmal ein zusätzliches, wichtiges Thema, was man nicht vernachlässigen will und auch nicht kann. nee, Also man muss sich weil da halt einfach drum kümmern. Und wir wollten unser das ist Kind ein jetzt Punkt. auch nicht 24/7 irgendwie vor die Glotze parken. Nee, Also wir haben sicherlich auch das Kind Filme gucken lassen. Wenn wir hier unten gebaut haben, haben wir gesagt... aber nur komm. Busausbaufilme, ne? Von Richtung Himmelblau natürlich. Nein. Aber das haben wir halt nicht ständig gemacht. Ne? Wir haben auch manchmal... Damit das Kind wenigstens einmal seine Eltern sehen kann. Ne? Haben wir dem Kind halt Richtung Himmelblau. Ja, aber wie willst du es denn machen, wenn du sonst... Also Ja. wir haben hier eine Babysitter-Oma, die wohnt... Das ist auch eine Nachbarin von uns. Und liebe Birgit, vielen, vielen Dank für deine Hilfe in der ganzen Zeit und jetzt auch. Aber ansonsten hatten wir sonst niemanden, der Lotti da irgendwie mal nimmt am Wochenende. Und dann musst du halt gucken, wie es geht. Ne? Also du kannst halt nicht eins irgendwie nicht machen. Das geht nicht. Nee. Aber wir wollen nicht rumheulen, weil ne, manche haben wahrscheinlich 3 oder 4 Kinder und bauen um den Bus raus. Also Respekt dafür. Das stimmt. Ja, ja und dann nach Ahrensburg. Nee, Ahrensburg müssen wir noch mal ganz kurz erzählen. Das war halt irgendwie ganz geil. Erste Nacht, super geschlafen. Es war aber schweinekalt. Oh Gott, ja. Es war richtig schweinekalt. Es waren irgendwie Standheizung. minus 1 Grad oder so. Und wir haben bei denen vor der Tür geparkt. Und ihr müsst irgendwie, also alle, die jetzt sich im Umkreis von Hamburg nicht auskennen, es ist halt alles sehr, sehr dicht bebaut. Und wir haben direkt vorm Haus geparkt. Ja, direkt an der Straße. Genau, und um uns herum waren halt auch andere Häuser, andere Nachbarn. Das ist primär nicht schlimm, weil wenn man hier in diesem Auto ist und die Fenster verdunkelt oder halt zumacht, so dann ist das dein Mikrokosmos hier. Ja. Keiner kriegt mit, dass du hier drin bist und du kriegst auch vor allen Dingen nichts von außen mit. Es war schweinekalt, wir haben das erste Mal unsere Standheizung angeschmissen, als wir hier drin waren. Und die Profis unter euch, die wissen das, wenn so eine Standheizung sehr lange nicht lief, dann fängt die erstmal an richtig zu rauchen. Ich bin da nicht so ein Profi, ich wusste das nicht. Und wir haben und Schiss bekommen. Wir haben richtig Schiss Dann haben wir gedacht bekommen. so, oh Gott, was passiert? Das Ding ist kaputt. Ja, Schnell ausmachen. es war so Wahnsinn, es war so eine riesen Rußwolke und es war uns Das hat auch Stunden. so unangenehm, weil wir dachten, Alter, jetzt scheiße, jetzt brennt uns quasi das Auto vor Unterm deren Arsch Butze, ab. vor diesem 800.000 Euro Haus ab und vielleicht fliegen die Funken noch auf deren Haus und fackeln das mit ab. Also Nee, es war wir haben- hochgradig unangenehm. Wir haben Schiss gehabt. Wir haben das Ding gleich wieder ausgemacht. Ja, Und haben gesagt, ach komm, das gucken wir uns morgen an. Ne? Wir waren noch alle müde. Und dann haben wir ohne Standheizung dort vor dem Haus gepennt. Und es war wirklich kalt. Also, ganz genau. Ja. Das war die erste Nacht. Aber ich habe trotzdem hervorragend richtig geil hier in diesem Auto geschlafen. Danach. Ja, das Ja. stimmt. Ja, und dann sind wir zum Küchensee gefahren. Küchensee, das Zum Mönchsee, zum hier Schiersee. beim Schalsee. Schalsee, ne? genau. Ja, genau. Ja, Stimmt. spannend war ich auch noch nie. Susi kommt ja aus Schwerin. Kommt da noch was? Oder? Wir sind da sehr, sehr häufig hingefahren, aber immer über die Autobahn. Ja. Und wir sind nie so querfeldein gefahren. Und Nee. wenn man theoretisch von Hamburg aus querfeldein fährt, fährst du direkt auf diesen See zu. Und ich habe immer so bei Google Maps mit dem Finger geguckt und dachte so, oh, guck mal, das sieht hier aber auch richtig geil aus, ne? Wollen wir da nicht mal hin? So, und das haben wir dann halt gemacht, ne? Wir sind morgens aufgewacht in Ahrensburg, haben gefrühstückt, lecker Brötchen, Finger auf die Karte, haben gesagt, guck mal, lass uns da mal hinfahren. Denn, auch das ist ganz geil, wir haben das aus der Elternzeit gelernt und auch gerade recht mit Kind ist es geil, nicht zu viel planen. Einfach machen. Einfach losfahren, einfach sagen, guck mal, das sieht geil auf Google Maps aus, wir fahren mal hin. Ja. Obwohl, also ich habe natürlich Park 4 Night auch gehabt, die App. Und Mhm. wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich denke mal so 60-70% der Stellplätze habe ich schon über Park 4 Night rausgesucht. Ob wir da dann immer stehen geblieben sind, haben wir dann vor Ort auch nochmal anders entschieden. Und den Rest haben wir spontan irgendwie, hat sich so ergeben. Aber die App war schon hilfreich in allen Ländern. Genau, ja, wir sind erstmal so ein bisschen in Deutschland rumgecruised. Wir mussten uns erstmal dran gewöhnen, wer diese Videos nicht kennt, ne? Guckt die euch nochmal an, die sind ganz lustig. Grenzerfahrungen und Rügen und Eimerprinzessin auf Rügen ist auch ein sehr süßes Video.
Ja. Genau, also wir haben auf jeden Fall tolle Erfahrungen auch in Deutschland gemacht. Und das Tollste dabei sind natürlich immer die Menschen, die man kennenlernt. An der Stelle, ich muss es leider sagen, Leute, tut mir leid, aber lieben Gruß nochmal an Andreas. Es war so geil bei denen, oder? Ja. Es war so geil. Wir waren dann, nachdem wir auf Rügen waren, sind wir nochmal nach Greifswald gefahren und standen halt einfach am Bahnhof, weil wir unser Auto geparkt haben und uns Greifswald angeguckt haben. Ich habe als Innenarchitekt mal in Greifswald gearbeitet, also ich hatte da mal eine Baustelle und bin da mehrmals die Woche hingefahren und das wollte ich Susi mal zeigen. So, und dann standen wir da und dann kommt so ein Typ auf uns zugelaufen und meint so, ey, seid ihr das nicht von Richtung Himmelblau? Und wir standen da, das war das allererste Mal, dass jemand auf uns zugekommen ist und gesagt hat, seid ihr das nicht von Richtung Himmelblau? Wir waren genauso ja, aufgeregt. genau, wir haben so gedacht, oh, Fame, Alter, Fame, ey, krass, oh. Und uns kennt jemand, wie geil ist das denn? Ja, und du hast diese Aufregung auf beiden Seiten gemerkt, ne? Er war aufgeregt, wir waren aufgeregt, das war so witzig. Ja. Ende vom Lied. Er hat uns zu sich eingeladen, weil wir meinten, ja, Stellplatz. Hat er gefragt, habt ihr, wo pennt ihr? Ja, wo pennt ihr so, ja, wissen wir noch nicht. Ja, kommt doch zu uns, ne? Wir haben Platz. Und, oh Gott, super schön, das Grundstück. Tolle Familie. Lotti schwärmt immer noch von Albert. Genau. Kein Witz. Was sagt sie immer? Der Hund ist ballverrückt. Na, jedenfalls. Ja, ballverliebt, ja. Herrlich. Also, ne? Wir haben das nicht gefilmt. Ich habe mich immer nie getraut, so die Leute selber zu filmen, weil ich dachte immer, also wir stellen uns jetzt halt einfach irgendwie bei YouTube aus und wir setzen uns in den Fokus und das will ich immer nicht mit anderen Leuten tun, aber wir hatten einen so geilen Abend bei denen auch und das war halt, wir haben uns wirklich wie zu Hause gefühlt, das war gleiche Wellenlänge, richtig geil. Ja. Naja, egal, wir sind von da weiter, sind nach Usedom. Usedom haben wir uns auch nie wirklich richtig angeguckt, also ich mir auf jeden Fall nicht, ne? Als Hamburger, da sagst du, was soll ich denn in Usedom, Alter? Wir haben hier selber Fischbrötchen. Ja. Darf ich nicht mehr essen, wisst ihr. Ich war da auch als Kind nie, wir waren immer auf Rügen. Ja, aber es war sehr schön. Ja, und dann haben wir gesagt, komm, Deutschland, reicht jetzt auch, ne? Weil, auch das muss man sagen. Was denn? Aber sag das keinem. Was denn? Ach so. Wir haben das alles während Corona gemacht, ne? Also, das war jetzt ja auch alles irgendwie während Corona. Und während Corona war das Reisen, zumindest in Deutschland, jetzt eigentlich nicht so gern gesehen. Für uns richtig geil, weil wir hatten echt Freiheit. Wir konnten überall stehen. Es war alles leer. Es war mega geil. Aber trotzdem hing natürlich diese graue Wolke Corona über uns. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir fahren nach Polen. Komm, lass uns rüber machen. Richtig. Ja. Ja, das ging relativ einfach und problemlos. Und Polen war genial. Also wir sind zuerst nach Swinemünde. Wir waren schon mal da. Allerdings nicht zum Campen, sondern im Radisson. War ein Familiengeburtstag. Und also wir kannten die Stadt ein bisschen und es war großartig. Wir standen da am Hafen. Leute, wenn ihr einen Bus habt, ne, wenn ihr einen Camper habt, wenn ihr nicht wisst, wohin, fahrt mal und noch nie da wart, fahrt mal nach Swinemünde. Ne? So unabhängig davon, was man über Polen denkt. Aber der Campingplatz am Hafen. Ja, großartig. Absoluter Hammer. Super stadtnah. Die Stadt ist toll. Ja. Der Strand, tolle Restaurants, die Leute sind entspannt. Ne? Völlig geil. Wir waren im Mai da, also als in Deutschland alles, noch alles dicht war, haben wir uns da auf einmal... Aber du hast halt alles, ne? Du stehst da und du hast die ganze Zeit, kannst du nur gucken, du hast den Yachthafen da mit den Booten. Ja. Du hast dann noch die ganzen kommerziellen Boote, ne? Du hast die Fähren, die da langfahren, du hast die Containerschiffe, die da, vielleicht sind wir auch, weil wir so hafenverrückt sind, oder ich, fanden das deswegen so, bei jeder Fähre, die gekommen ist, hast du mir gedacht, boah, ey, guck mal, wieder ein Riesenboot. Ja. Das war geil. Ja, das war echt schön. Wobei nachts, hast du gesagt, bist du sogar aufgewacht von den Fähren. Ja, einmal ja. Ja. War richtig schön, aber Polen generell, Leute, ist ein Träumchen, kann man empfehlen. Wir hatten sehr viele Highlights. Wir sind ja einmal an der Ostseeküste lang. Ganz kurz zum Thema Camper, Wasser, Gas, Strom, alles überhaupt kein Problem. Ne? Wir sind ganz oft... Wasser ist auch überhaupt kein Problem gewesen, weil wir dann rausgefunden haben, dass wenn du in eine Marina fährst,
Das wollte ich nämlich gerade. Ich wollte gerade den Insider-Tipp geben. Ah, okay. Ja, also generell, wenn du halt nach Polen fährst, hast du erstmal ein großes Problem, Wasser zu bekommen. Ja, ich habe wahrscheinlich diesen einleitenden Satz vergessen. Wir sind rübergefahren, wir haben ja ein mega geiles Wassersystem hier eingebaut. Irgendwie 3 Möglichkeiten, wie du Wasser reinkriegst. Mit einer Tauchpumpe, mit einem Schlauch, irgendwie mit einem Einfüllstutzen. Zig Möglichkeiten, wie du hier Wasser reinkriegst. Wenn du aber nirgendwo Wasser kriegst du trotzdem kein Wasser. Ja, und wir sind halt in Polen an den Tankstellen gewesen. Keine Chance, du kriegst da kein Wasser. Der geilste Tipp, den ich bekommen hatte. Ja, im Supermarkt verkaufen die manchmal diese großen Wassergallonen. Holen Sie sich doch dort so eine Wassergallone. Okay. Ja, müssen wir mal ausrechnen, wie viel man für 92 Liter Wassergallonen braucht. Ja, Schwachsinn. Irgendwann sind wir drauf gekommen und das auch nochmal echt auf jeden Fall der Insider-Tipp. Jeder Hafen hat immer die Möglichkeit, auch frisch Wasser zu bekommen, Strom zu bekommen. Die haben oft auch Waschmaschinen. Ja. Ne? Also egal, wo wir waren, in Kolberg. Aber in Polen ist meine Lieblings-Waschsalonkette gewesen. Also ist auch kein Problem. Wir müssen nicht zum Campingplatz. Es gibt da in den größeren Städten gab es da so eine Kette. Es ging. Aber auch an den Häfen. Also man kann einfach, unterm Strich muss man sagen, in Polen hat uns einfach extrem viel begeistert. Ja. Unabhängig davon, was man zu dieser politischen Situation hält, irgendwie, was man zu der Lage irgendwie dann sagt. Ja. Polen ist ein geiles Land zum Bereisen. Ja. Es hat uns wirklich mit Camper, tolle Natur, es ist günstig, es ist toll für Familien. Ja. Mega Kultur, was da alles so geboten wird. Die Nummer mit der Marienburg und den Kreuzrittern. Wahnsinn. Ich kannte die Geschichte nur aus Film und Fernsehen. Ich habe mich da nie mit beschäftigt. Ich habe das nie irgendwie mir näher angeguckt. Und dann waren wir auf dieser Burganlage und ich habe nur gedacht, Alter, was haben die denn hier gebaut? Das gibt's doch gar nicht. Also seit der Marienburg gehen wir anders durch Schlösser durch und gucken uns wirklich so die Einrichtungen und alles. Also wir haben da wirklich was gelernt. Das war sehr, sehr spannend und Lotti hat es auch Spaß gemacht. Und das macht es einfach rund in Polen. Ne? Das Essen war gut, günstig, viel für Veganer im Supermarkt. Das ist auch wichtig. Wunderschöne Landschaft. Überhaupt nicht der Punkt, dass du sagst, es ist irgendwie runtergekommen. Vielleicht waren wir auch immer nur in Gegenden, wo die schon einfach sehr viel Geld reingesteckt haben und renoviert haben. Ja. Genau. Alles an der Küste, muss man sagen, sieht echt richtig gut aus. Ja, kein Unterschied zu Deutschland, wenn nicht sogar besser. Ja. Was uns nicht ganz so gefallen hat, ist halt einfach diese kleine Halbinsel Hell. Die ist halt sehr überlaufen, auch von Polen. Da machen Polen sehr, sehr gerne Urlaub. Ja. Ich dachte, es ist eines der beliebtesten Kite-Makers von Europa. Ich konnte das nicht so unterstreichen. Ich fand das halt einfach viel zu voll. Ich mag das nicht, wenn es so voll ist. Auch nicht auf dem Wasser. Wenn so viele Kiter auf dem Wasser sind, finde ich auch nicht so geil. Dann musst du dir vielleicht was nicht Trendsportartiges jetzt suchen. Ich muss mir vielleicht was nicht Trendsportartiges suchen oder öfter mal nach Sansibar fliegen, weil wir waren aber nicht da, wo wir waren ja teilweise an Stränden, wo ich ganz alleine war, was halt einfach. Ja, dann hast du so einen Traumstrand. Ich verlinke das, auch wenn ist egal. Ich verlinke das trotzdem nochmal. Traum. Ja. Guckt es euch nochmal an. Und in Polen Danzig war auch toll. Also hast du ja mehr von gesehen als Lotti und ich. Ja. Lotti ist das erste Mal krank geworden, richtig Fieber, richtig fiesen Husten. Keine Ahnung, was das war. Aber ich war 2 Tage mit ihr praktisch nur im Bus, dass sie sich erholen konnte. Und Marco hat dann sich da ein bisschen Museen angeguckt. Und ich weiß, ein Museum hat auch dich richtig... Nicht nur Museen in Danzig. Ja, mitgenommen nicht, aber sehr bewegt, ne? Was auch immer geil ist, und ich meine, das ist zumindest, also wir finden es schon immer ein bisschen zu viel hier in Hamburg. Hier stehen überall diese Elektroroller, ne? An allen Stellen stehen diese Dinger. In Danzig übrigens auch, aber das ist natürlich geil, wenn du hier angemeldet bist, dann kannst du dir da auch einen ausleihen. Ja, und um sich eine Stadt genau anzugucken, war es das Geilste. Ich habe mir so einen Elektroroller genommen und bin dann nochmal 1,5 Stunden irgendwie da durch Danzig durchgedengelt. Und war unter anderem auch im Museum Solidarność. Genau, das für alle, die mal nach Danzig fahren.
Da gibt es mehrere Museen, mehrere coole Museen. Bei mir war dieses Second World War Museum so voll. Ja. Da standen so viele Leute davor, dass ich es mir gespart habe. Und wir haben Das war ein Tipp. Ja, das war ein Tipp, weil wir standen ja ganz geil. Also Auch wieder am Hafen. richtig geil. Mhm. Vielleicht auch noch eine ganz geile Geschichte. Ist ganz süß. Unser Busausbau ist ja mit 3 Räumen ausgestattet. Lotti hat ihren kleinen Schlafraum, die Koje. Wir haben hinten ein Badezimmer und dann hast du hier das Wohnzimmer. Susi war hier, ich war hinten im Badezimmer und musste gerade Pipi. Und plötzlich, das war wie bei Jurassic Park, ne? Da stand, also nicht, dass mein Pipi so gewackelt hat, ne? Aber es war halt einfach, es wackelte, das ganze Auto plötzlich so. Und es war laut, Leute. Und ich dachte, was ist denn hier los? Ich wollte mich schon festhalten und dachte so, oh mein Gott, Ey. Erdbeben in Polen. Es war laut auch. Wahnsinn, Du hast Wahnsinn. nichts gesehen und ich habe dann mal geguckt, so, was passiert hier? Und auf einmal ist hier so ein Genau, riesen ich war beim Pinkeln und du denkst, Alter, ich habe schon einen großen Wagen. Mercedes Sprinter. Ja. Und plötzlich parkt da neben dir so ein Monster. Unglaublich. Richtig, richtig krass. Naja, Was ist denn das für einer gewesen? ein ehemaliger, übrigens in Deutschland gekauft, ganz lustig, ein ehemaliges Brückenbaufahrzeug. Ein Monster. Wirklich riesengroß. Ausgebaut zum Camper. Hinten eine Kabine, Kabine drauf rauf, gebaut. ja. Richtig geil. Eine polnische Familie. 3 Kinder. Ja. Mama und Papa. Und ja, Michael. Michal. Genau. Ja. Und hat er Ich auch. weiß, er guckt uns nicht, weil er versteht uns nicht. Ja, aber aber trotzdem. er hat super Englisch gesprochen. Ja, das war sehr, sehr lustig. Ja. Genau, und der hat da auch Familie besucht in Danzig und am Abend saßen wir dann alle zusammen und haben uns über Politik unterhalten und dies und jenes. Und dann kam halt der Tipp mit Solidarność, ne? Da kam sein Schwager. Und Ja. sein Schwager, und das ist ja lustig, auch das werdet ihr ja wissen, ich bin ja in Wirklichkeit Innenarchitekt. Und sein Schwager kam und der ist Architekt. So, und wenn Architekt und Innenarchitekt aufeinandertreffen, ist es eigentlich immer ganz spannend. Und der meinte zu mir, weil wir haben uns über die Architektur der Stadt unterhalten, über die Geschichte unterhalten. Ich interessiere mich natürlich auch so ein bisschen für städtliche Entwicklung und Historie und so weiter und so fort. Ja. Und wir haben uns sehr intensiv halt einfach über Danzig unterhalten. Und dann meinte er zu mir, geh nach Solidarność. Wenn du irgendwas über Polen wissen willst, Solidarność. Ja. Das ist ein richtig geiles Museum. Nicht nur, weil es ein geiles Museum ist, sondern weil es von der Innenarchitektur auch richtig geil ist. So. Und deswegen bin ich da in dieses Museum gegangen. Also für alle, die noch nie in Danzig waren, geht in dieses Museum. Ja, dann sind wir irgendwann weitergefahren. Ich will jetzt hier mal ein bisschen Geschwindigkeit reinbringen, weil sonst sitzen wir hier morgen noch. So viel Wein kann ich nicht trinken. Ganz genau. Wir sind weitergefahren. Waren beim Führerbunker, auch mega spannend. Vor allen Dingen, was damit passiert, wo du denkst, Alter, da wurde die Weltgeschichte geschrieben, ne? Da hat der Typ in so einem Bunker gesessen und hat darüber entschieden, was passiert, was nicht passiert und so weiter und so fort. Und dann kommst du da auf das Gelände und das ist verkauft worden und jetzt in privater Hand und da, die haben da nichts draus gemacht. Da ist gar nichts so. Und Ja. du denkst so, Alter, da ist... Das hat dich so aufgeregt, aber ich hab dort an diesem Ort so gedacht, es gibt manche Punkte in der Geschichte, die verstehst du erst, wenn du vor Ort bist. Und das war einer dieser Orte. Ja. Weil wenn du dann da bist, wirklich im Nirgendwo, rundherum nur Wald und Wiesen und Moor, und du stellst dir vor, dass dieser Hitler da in seinem Bunker sitzt, weißt du, mit seinen hochrangigen Offizieren Mhm. und so fernab von Deutschland, also zumindest von Berlin jetzt aus gesehen, hat er dort so weitreichende Entscheidungen getroffen, dass das war vorher für mich nicht so greifbar. Was das, Der hat die letzten 4 Jahre nur in einem Bunker gesessen, ne? Wahnsinn. Es ist Ja. so unglaublich. Also der hat eigentlich überhaupt nichts mitbekommen Also in diesem Ding, außer was ihm erzählt wurde. Ich kannte die Geschichte, ich wusste, was Wolfschanze ist, aber der Ort hat nochmal wirklich was gemacht, einfach so ausgelöst, so sich da hineinversetzen zu können, da zu stehen, sich das vorzustellen. Und das Reisen ist wichtig, Leute. Also es ist
Ja. Ne? Aber und ich habe ja schon auch 2 Museumskonzepte bearbeiten dürfen, aus Sicht also die Geschichte, die da erzählt wurde, ist nicht annähernd ausreichend für die Geschichte, die da passiert ist. Ne, man könnte da so viel machen, aber das haben sie nicht gemacht. Also mehr als Hollywood-Filme. Ganz genau. Naja, allein der Fakt, dass da irgendwie dann dieser Hollywood-Film gemacht wurde, wie auch immer. Guckt euch mal das Video an, wenn ihr es nicht schon gesehen habt. Wir sind dann auf jeden Fall weitergefahren. Ja. Und es war ja immer noch Corona, Leute. Wir sind dann in die Masuren. Ja. Nee, wir haben halt gesagt, okay, irgendwann stand der Plan, wir wollten einfach um die Ostsee rumfahren. Ich wollte schon immer mal um die Ostsee rumfahren. Und wir haben dann gesagt, wie sieht's eigentlich mit Litauen und Lettland aus? Und dann haben wir recherchiert. Sieht scheiße aus. Und haben halt gesehen, sieht scheiße aus. Also, sieht richtig scheiße aus. Man durfte halt rein, aber also die Bedingungen dort waren ja umständlich, um es mal milde auszudrücken. Ja. Aber richtig scheiße. Und dann haben wir gesagt, okay, fahren wir direkt nach Island. Genau. Wir haben es einfach gecancelt und haben gesagt, ey, was soll's? Und man hätte in Quarantäne gemusst, es sei denn, man wäre Transit durch das Land durchgefahren. Und dann haben wir gesagt, komm, ey, wir hauen durch, ey, was soll's? Weil Island war dann wieder bedeutend einfacher, was diese Regularien anging. Ja. Und wir haben halt gesagt, Susi hat eine Freundin, die aus Island, also Susi hat mit die aus Island kommen und in Island, nicht in Island studiert haben, sondern in Hamburg studiert haben, aber aus Island kommen. So ganz viel immer von Island erzählt haben. Dieses Land ist ja mega weit, was halt einfach Digitalisierung angeht, was halt dieses ganze Start-up angeht, was halt einfach Kultur, Menschen angeht und so. Und wir haben schon im Vorfeld einen extrem hohen Wunsch gehabt, einmal nach Island zu kommen. Ich habe richtig Bock gehabt. Richtig Bock. Wir hatten beide Bock. Wir waren so oft auf irgendwelchen komischen WG-Partys und irgendwie Dingen, wo wir nicht WG, also ne, auf Partys, wo wir mit denen war ich dabei auf dieser WG-Party? Warte mal, waren das überhaupt diese... Hallo. Es waren Schweden und sie haben Volleyball gespielt. Nein, es war eine andere Geschichte. Noch mal ein bisschen Wein, bitte. Also keine WG-Partys, sondern ich meine diese, wo du in der Küche stehst und über Dinge sprichst. Nicht WG, sondern... Du meinst diese Gespräche mit, kannst du mir noch mal Wein einfüllen? Partys halt, in Wohnungen. Sowas meinte ich. Danke. Also die Geburtstage und Partys, wo wir halt in Wohnungen gestanden haben, wo vielleicht nicht mehrere Leute obwohl es haben auch mehrere Leute in einer Wohnung gewohnt, aber die standen auch alle im Mietvertrag. Aber das ist ja bei der WG auch so. Wie auch immer. Wie auch immer. Island. Leute, Island ist auch richtig geil. Und es ist noch so ein bisschen... Nee, fahrt da nicht hin. Nee. Ich wollte gerade sagen, ist ein Geheimtipp, ne? Aber nee, fahrt da nicht hin. Nee, eigentlich, wir übertreiben. Eigentlich ist es nicht so geil. Nee, fahrt mal weiter nach Portugal und Spanien und so. Ja. Island. Portugal und Spanien ist auch wunderschön zum Campen. Super. Nein, Island, Leute, Alter, Island hat mich auch wieder geflasht. Ja, Island hat mich auch geflasht, weil wir sind natürlich auch unterwegs und abends gucken wir meistens auch immer noch Nachrichten und irgendwie Markus Lanz gucken wir total gerne und wir gucken uns halt einfach sehr viel auch deutsches Fernsehen an, in Anführungszeichen Fernsehen, und das streamen wir, ne? Wir machen das online. So, und in Deutschland sagst du schon mal, ja, das wird ja voll teuer, weil man so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh. Also zumindest über Mobil, ne? Mobiltelefon. Mobil, ja klar, mit dem Handy und so, ne? Teure Verträge und so. Ich hatte ganz kurz, für Deutschland hatte ich mir auch eine Datensim geholt und hatte von der Telekom, keine Ahnung, für 6 Gigabyte irgendwie, nee, nicht 6, nee, 3 Gigabyte 20 Euro. Bist du bescheuert, ehrlich. War so schnell alle. Das Problem hatten wir in Island nicht. Also da gibt's Datentarife. Absoluter Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Wir haben ja mit diesem mobilen Ruder gearbeitet. Und ja, den super haben wir funktioniert. mega gut, mega gut. Außer einmal, als er zu heiß geworden ist. In der Sonne. Einmal. Das stimmt. Aber also Leute, das ist, ich weiß, da gibt es ein Video von, das danach aber nicht wieder passiert. Das haben wir danach auch nicht wieder erwähnt. Es war ein einziges Mal, wahrscheinlich, weil die Sonne direkt
Wir haben Glück auf in diese der Sonne Klappe. geparkt. Ja, genau. Naja. Aber das war mega. Ich habe ja nochmal 2 zusätzliche Antennen verbaut. Ja. Und wir konnten dieses WLAN-Signal dann halt einfach nutzen hier im gesamten Auto. Hier ist halt einfach WLAN drin. Ja. Und wir haben dann hier mal gestreamt. Und mit einem, ich weiß gar nicht mehr, was hat das, ich glaube 27 € für Unlimited. Ne? So viel wie du... Wir sind in diesen Laden reingegangen, haben halt gesagt, All you can stream. All you can stream, ne? Wo du denkst so, bitte? Ja das gut, war aber das ist ja dann gedrosselt von der Geschwindigkeit, ne? Und die haben gesagt, ja, ist gedrosselt, irgendwann geht's halt nicht mehr. Und wir haben halt gefragt, was für ein Drosseln? Ja, wenn es nicht mehr geht. Und du denkst so, what? so schnell wie es geht? Okay. Ja. Super krass. Das war cool und aber das ist ja nur ein Teil, ne? Also die Landschaft ist mega schön. Wir waren ja dann im Sommer da, im Juni. Ja. Wir haben Mitsommer, das heißt aber Janibev haben wir, also es ist wie Mitsommer, haben wir dort gefeiert. Also wir haben die Traditionen auch so ein bisschen kennengelernt. Wir haben tolle Leute kennengelernt. Waren auf einem super coolen Campingplatz, Solar Camping. Also einer der best ausgestatteten Campingplätze, die ich je gesehen habe. Mega, mega gut. Und eine der nettesten Betreiberinnen. Also wirklich toll. An der Stelle. Ich glaube, wir waren 2 Tage auf diesem Campingplatz und sie stand von diesen, also wir haben so viel mit der gequatscht. Es war echt super nett. Ja, aber auch wirklich von der Ausstattung toll. Und ihr wisst ja, wir fahren nicht gerne auf Campingplätze, aber da war ich wirklich sehr, sehr gerne. Ja, das stimmt. Und ja, Natur war schön. Musik auf dem Klo. Privat war Tante Mann. Oh mein geiles Gott. Geiles Konzept. Ich weiß nicht, postet mal bitte unten in die Kommentare. Kennt ihr das? Dass man auf dem Campingplatz fährt, man kriegt sein eigenes Klo, eine eigene Karte dafür. Es gibt eine bestimmte Anzahl von Klos und wenn der Campingplatz voller wird, dann teilst du dir dein Klo mit jemand anders. Aber es gibt kein in dem Sinne öffentliches Klo, sondern jeder kriegt sein Privatklo. Und der ganze Strombedarf war gedeckt durch Solar. Deswegen Solarcamping. Das ist das Besondere dort gewesen. Genau, ganz toll. Die geile Idee war, und das ist richtig geil, der Mann hat halt einfach Grundstück gehabt. Die haben ihr Haus da gehabt und die haben Grundstück gehabt und die haben halt gesagt, okay, was können wir tun, um für uns selber autark zu werden? Und dann hat der Mann, der Ingenieur war, eine fette Solaranlage gehabt, die sich halt auch natürlich dann immer der Sonne entgegenrichten konnte und bewegen kann. Und dann hatten die plötzlich viel zu viel Energie und haben sich überlegt, okay, was machen wir denn damit? So. Und haben hin und her überlegt und so. Und dann sind die auf die Idee gekommen, wie wäre es denn, wenn wir einfach einen Campingplatz hier bauen? Ja, wir haben Energie, wir haben Platz. Energieplatz, also genau. So ist diese Idee entstanden. Völlig witzig. Ja, ist im Süden von Estland. Ja. Also gar nicht so weit von der Grenze. Lohnt sich, fahrt mal hin, das ist cool. Also cooler Ort. Wirklich. Cooler Ort, definitiv. Ja. Naja, dann sind wir noch weiter. Dann sind wir Richtung Ahrensburg. Richtig lustig, weil unsere Reise fing an in Ahrensburg und wir sind dann in Estland auch nach Ahrensburg gefahren. Der Ort heißt aber auf Estnisch anders. Heißt anders, aber er ist vom Deutschen Orden gegründet, deswegen Ahrensburg. Und da ist auch eine Burg, die wir uns natürlich angucken müssen. Haben wir natürlich auch. Und wir waren auch, das ist auf der Insel Saaremaa. Mhm. Ja, sehr schön. Vorher musst du nach Muhu. Genau, auf Muhu waren wir auch noch auf einem super Campingplatz. Das haben wir gar nicht so viel gefilmt, aber das war auch sehr schön und sehr nett. Kannst ja mal verlinken den Namen mal in die Beschreibung und so. Ja, kann ich. Das ist schön gewesen. Ja, das ist mega cool. Also auch zum Stehen war das da mega cool, weil wir haben natürlich nicht auf dem Campingplatz gestanden, sondern wir haben direkt an der Burg gepennt. Und an der Burg, ich war keine Ahnung, aber die Esten haben einfach einen anderen Bezug zur Natur, in der Natur schlafen, campen. Die haben diese ganzen Campingplätze, diese RMK-Plätze. Ja, genau. Die haben diese ganzen Campingplätze, die du frei nutzen kannst. Du kannst da mit dem Auto überall stehen. Keiner regt sich drüber auf. Die haben am Strand, die haben eine öffentliche Badestelle gehabt, wo wir sehr häufig dann schwimmen waren. Die haben so eine Sportstation gehabt. Wir waren in der Zeit halt irgendwie noch sehr energisch zum Sport machen. So, ich habe mich warm geredet. Genau. Es sind jetzt auch 16 Grad hier drin. Ja. Jetzt kann ich langsam die Jacke ausziehen.
Also wir haben auf jeden Fall da auch viel Sport gemacht, war auch echt cool. So und Aber diese RMK-Plätze. Und dann gab es da halt auch noch ein öffentliches Klohaus und eine Dusche mit warmem Wasser und so weiter und so fort. Oh. Ja. Also mein Camperherz, ne, hat vor Freude in Estland wirklich Sprünge gemacht. Es sind so tolle Bedingungen. Und wir waren natürlich jetzt im Sommer da, bestes Wetter, also es war grandios. Wir waren eigentlich viel zu kurz da. Und ich will da auch unbedingt noch mal hin, weil es hat wirklich, es war einfach schön. Es ist ein geiles Land. Ich hoffe, dieses Land wird nicht zerrissen. Tallinn war auch toll. Denn dieses Land hat eigentlich einen Konflikt, einen großen Konflikt, den wir auch ein bisschen mitbekommen haben. Ja. Island hat sehr viele Altrussen noch im Land, die auch alle Russisch sprechen. Also ihr trefft liegt ja auch an der russischen Grenze. Ja, ne? vermutlich trefft ihr, wenn ihr nach Island fahrt, auf jeden Fall, ich sag mal so ein Drittel von den Esten ist noch so altrussisch. Ein Drittel, ja? Mit altrussisch meine ich gar nicht altrussisch. Die sind pro Russland, die sprechen Russisch. Die wollen Russland zurückhaben, die wollen, dass Estland wieder zu Russland gehört. Und wenn man jetzt sieht, was Russland sowieso irgendwie gerade in der ganzen Zeit macht, also toi toi toi. Weil das ist ein so cooles Land, es ist relativ weit, es ist alles sauber, es ist toll ausgebaut, es gibt wahnsinnig geile Architektur da. Hätte ich nie gedacht, dass es so geile Architektur da gibt. Und wir hatten Hessburger. Und sie haben Hessburger. Leute, mein Traum wurde wahr. Hessburger, und zwar vegane Burger. Oh mein Gott. Ich habe Hessburger geliebt. Ja, wir hatten in Hamburg. Ja, wir hatten in Hamburg ursprünglich ganz am Anfang einen Hessburger. Auf der Reeperbahn. Jede Kieznacht, egal wann, wie auch immer, ne? Als Piefke bin ich schon zu Hessburger hin. Immer. Ich bin sogar einmal bin ich morgens aufgewacht. Zu Hause. Aha. Hab meine Jacke angezogen und hatte in beiden Taschen noch einen Hessburger. Ja. Mann. Aber ich nee, nee, ich auch nicht. Aber Hessburger geil. Mittlerweile gab es auch mehrere und deswegen waren wir so Feuer und Flamme für Hessburger. Man muss auch einfach sagen, geht nicht zu McDonald's, esst da keinen veganen Burger. Nee. McDonald's ist von Hessburger mega geil. Also die haben auch, weil mittlerweile haben wir ja unsere Ernährung gestellt. Wir haben halt einfach gesagt, irgendwie klimabewusst, naturbewusst, gesundheitsbewusst. Richtig geil. Also, leckeres Sortiment, leckere Burger, du schmeckst den Unterschied nicht. Genau, und dann sind wir nach Tallinn gefahren. Und Tallinn auch einfach mega coole Stadt. Ja, aber ja, also wir sollten da nochmal hin. Ein bisschen länger. So. Das stimmt. Ne? Ja. Vielleicht sagen wir jetzt auch an der Stelle, Leute, irgendwie, wir haben so viel gequatscht und so lange gequatscht. Wir sind in Island gelandet. Ich weiß, wir wollten es eigentlich ganz kurz machen. Wir haben ursprünglich gesagt, ach, weißt du, wir machen einfach so ein ganz kurzes Video, wo wir nochmal erzählen, wo wir überall waren, wie es überall war, wie das so mit Gas, Wasser und überhaupt mit dem ganzen Camping war. Ganz kurze Nummer machen wir draus. Und jetzt quatschen wir schon extrem lange. Ja. Und vielleicht sagen wir an der Stelle, lass uns doch vielleicht 2 Videos draus machen. Das wäre besser, ne? Mein Wein ist nämlich auch schon fast alle. Susis Wein ist fast alle. Und vielleicht sagen wir an der Stelle, hey, vielleicht bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Vielleicht guckt ihr das nächste Video auch noch an. Dann fangen wir von Estland weiter an. Wir fahren nach Finnland, wir fahren nach Norwegen, wir fahren nach Schweden, wir fahren nach Dänemark, wir fahren nach Island und wir fahren von Island zurück nach Dänemark. Und das Allerwichtigste ist, Leute, was passiert eigentlich mit diesem Auto nach unserer Reise? Was passiert eigentlich mit Richtung Himmelblau nach unserer Reise? Wo geht die Reise hin? Geht sie weiter Richtung Himmelblau? Was könnte passieren? Wird es weiterhin so spannend werden? Wird Marco plötzlich nicht mehr so lustig sein? Das wird nie passieren. Oh! Niemals. Findet's raus. Bei gute Zeiten, schlechten Zeiten endet es ja immer so mit. Wirklich? Ihr habt das nie geguckt. Und ich habe noch gekautes Mund. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Angucken. Tschüss.